Hallo, also egal ob zum Zocken, Sport machen oder einfach nur Musik hören, im Büro oder im Zug, Kopfhörer sind dazu essentiell. Also natürlich nur, falls ihr nicht eure Kündigung oder den Rauschmiss provozieren wollt. Der Kopfhörermarkt ist jedoch ziemlich umkämpft. In-Ear, On-Ear, Over-Ear, mit Kabel, Bluetooth oder Funk, 5 Euro oder doch lieber 100 Euro. Da fällt die Entscheidung nicht unbedingt immer leicht, wenn man gerade ein neues Klangerlebnis sucht. Und genau deswegen schauen wir uns heute mal ein ganz bestimmtes Paar Kopfhörer etwas genauer an. Und weil Ludos, ein relativ junges Technik-Startup, mir ihre gesamte Palette der Ludos Claymore Kopfhörer freundlicherweise für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mich die letzten Tage also bereits etwas ausführlicher mit diesen auseinandergesetzt und werde euch hier meine Meinung und meine ersten Erfahrungen darlegen. Und ich gebe 3 Leuten von euch auch die Möglichkeit, die Kopfhörer auszutesten. 3 Paare werde ich nämlich verlosen. Dazu schreibt einfach #Ludos unten in die Kommentare. Bevor wir zu meinen Erfahrungen in den Tests kommen, erstmal ein paar allgemeine Fakten. Die Ludos Claymore sind In-Ear-Kabelkopfhörer mit einem Standard 3,5 mm Klinkenstecker, der in fast jedes gängige Gerät passt, mit welchem man Musik abspielen kann. Außer einige Top-Smartphone-Modelle, bei denen seit einigen Jahren dieser Anschluss leider immer öfter wegrationalisiert wird. Bei solchen Modellen müsste für diese Kopfhörer leider ein Adapter verwendet werden, da diese nicht als Bluetooth-Variante verfügbar sind. Wie bei fast allen Kabelkopfhörern heutzutage gängig, haben auch diese einen extra Bereich an der rechten Seite, wo neben dem Mikrofon auch 3 Knöpfe verstaut sind. Mit diesen kann man Musik stoppen, fortsetzen, überspringen oder zurückspulen, je nachdem wie oft man den mittleren Knopf drückt, sowie die Lautstärke regeln. Erhältlich sind sie in den 8 Farben Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Giftgrün, Orange, Pink oder Rot. Eine große Besonderheit bei Ludos ist, dass deren Kopfhörer grundsätzlich mit sogenanntem Memory Foam statt den wesentlich verbreiteteren Silikonstöpseln ausgestattet sind. Das ist eine Art Schaumstoff, der in größeren Mengen beispielsweise auch in einigen Matratzen oder Kissen verwendet wird. Der Name kommt daher, dass dieser Schaumstoff nach einer Verformung wesentlich langsamer in seine Ursprungsform zurückkehrt. Halt wie ein Memory, ein Speicher oder Gedächtnis, welches sich noch eine ganze Weile nach der Berührung merkt, wie es verformt wurde. Dies sorgt bei Kopfhörern dafür, dass diese sich nicht nur besser an den Gehörgang anpassen wie Silikon, sondern auch als weicher empfunden werden können. Wem das jedoch nicht so gefällt, kriegt in der Aluminiumdose neben einem Stoffbeutelchen auch 3 Paar normale Silikonaufsetzer in unterschiedlichen Größen mitgeliefert. Ersatz für die Memory Foam Aufsetzer gibt es nur als 12er Pack für 9,90 € zusätzlich. Beide Arten sind allerdings auch einfach abwaschbar. Das Kabel ist 1,20 Meter lang und mit Gummi ummantelt, auch wenn es durch die Struktur erst wie Stoff aussehen könnte. Der Stoffbeutel ist doppellagig mit einer engmaschigen Schicht innen und einer grobmaschigeren Schicht außen. Dazwischen sorgt eine weitere Schicht für etwas Volumen in der Wand. Das sorgt dafür, dass diese recht leichten Kopfhörer darin super geschützt sind, selbst wenn man sie mal fallen lässt. Laut Verpackung schaffen sie einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz, was roundabout dem menschlichen Hörspektrum entspricht. Dazu kommt eine maximale Lautstärke von bis zu 92 Dezibel. Und preislich liegen sie für In-Ear-Kopfhörer dieser Art mit 19,90 € auf Amazon etwa im mittleren Preissegment. Einen direkten Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Soviel zum Theoretischen, jetzt aber endlich zu meinen Tests. Ich habe die Kopfhörer die letzten Tage insbesondere im Büro, unterwegs und beim Sport benutzt. Nun muss ich dazu sagen, dass ich prinzipiell kein großartiger Freund von In-Ear-Kopfhörern zum längeren Musikhören bin. Und das habe ich vor allem im Büro auch wieder gemerkt. Wenn ich länger als ca. 1 Stunde am Stück damit Musik höre, fangen sie langsam an in den Ohren weh zu tun. Trotz des meiner Meinung nach schon etwas weicheren Memory Foams bleibt dieser leichte Druck und das enge Anliegen in den Ohren einfach bestehen. Ich denke, wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum entspannt Musik hören will, empfehlen sich trotzdem weiterhin Ohrknöpfe, also Kopfhörer, die man lediglich in die Ohren hängt, statt sie direkt in den Gehörgang zu stecken, oder leichte On-Ear oder direkt Over-Ear Kopfhörer, die eben nicht durch entsprechenden Druck in den Ohren halten, sondern mittels Bügel wirklich auf dem Kopf liegen. Das ist insbesondere etwas schade, weil von Ludos mit dem Gaming-Aspekt für die Claymore geworben wird. Auch das habe ich deswegen mal ausprobiert und komme zu dem gleichen Ergebnis. Wenn man nur ein paar Runden zocken will, überhaupt gar kein Problem. Ganze Zockerabende, also bei mir eher nicht.
Die Stärken dieser kleinen Begleiter kommen dann aber zum Vorschein, wenn man unterwegs ist oder Sport macht. Durch das Memory Foam passen sich die Ohrstöpsel besser an die Ohrform an, wodurch sie, fand ich, auch einen echt guten Halt versprechen. Nicht nur wenn man zu Fuß unterwegs ist, sondern auch beim Joggen oder beim Workout. Dazu kommt der Vorteil von In-Ear-Kopfhörern im Allgemeinen. Bewegt man sich also beispielsweise an viel befahrenen Straßen, so dämpfen sie nicht nur die Umgebungsgeräusche, sondern man kann durch die unmittelbare Nähe zum Trommelfell trotzdem noch alles ziemlich gut hören. Ich habe zur Stoßzeit an einer recht viel befahrenen Straße auch mal über die Kopfhörer mit meinem Handy in der Hosentasche telefoniert und konnte meinen Gesprächspartner nicht nur einwandfrei verstehen, sondern konnte auch in einer normalen Lautstärke mit ihm reden und er hat mich super verstanden. Trotz vorbeifahrender Autos und LKWs. Aber in den folgenden Clips könnt ihr das Ganze auch selbst nochmal hören. Ich habe maximal die Lautstärke an den Rest des Videos angepasst. So, dann hier die versprochene Audioaufnahme neben einer relativ viel befahrenen Straße. Kleine Anmerkung, ich kann das Handy tatsächlich nicht höher heben, weil das Kabel nicht lang genug ist. Also falls jemand so FaceTime will, Jacke aufmachen. Und die Soundqualität im Allgemeinen finde ich für die Preisklasse von knappen 20 € auch ziemlich gut. Gar nicht zu vergleichen mit wirklich billigen In-Ear-Kopfhörern, die ich mir beispielsweise mal auf einer Zugfahrt für nur 5 € gekauft habe, um überhaupt Musik hören zu können und wo sich wirklich jedes zweite Lied schrecklich angehört hat. Bei den Claymore fehlt mir einfach nichts. Die Songs hören sich genau so an, wie ich sie erwarte und kenne. Mitreißende Klänge mit angenehmen Höhen und satten Bässen. Ich habe an der Qualität echt nichts zu meckern. Als kleines Fazit also, mich hat sowohl Verarbeitung, Lieferumfang und vor allem natürlich die Soundqualität überzeugt. Wenn die nicht stimmt, bringen auch die brillantesten Farben und die beste Verarbeitung nichts. Als einfache Kopfhörer für die Hosentasche zum Mitnehmen und unterwegs Musik hören, perfekt. Für lange Gaming-Sessions bleibe ich aber definitiv bei Over-Ear-Kopfhörern, weil ich die auf Dauer einfach deutlich angenehmer finde, auch wenn man dafür gute Qualität durchaus ein kleines bisschen mehr bezahlen muss. Schreibt gerne noch #Ludos in die Kommentare und vielleicht antworte ich euch im Laufe der nächsten Woche auf den Kommentar, wie es für euch weitergeht, um eines der 3 Paare geschickt zu bekommen. Falls ihr diese dann bekommen habt oder sie selbst gekauft habt, dann schreibt mir eure Erfahrungen bitte sehr gerne unten in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Mich würde insbesondere auch interessieren, ob ihr mit solchen Kopfhörern über längere Zeit besser klarkommt. Ich habe nämlich noch keine In-Ear-Kopfhörer gefunden, die auf Dauer nicht angefangen haben weh zu tun. Bis dann aber erstmal noch eine schöne Adventszeit und ciao.